Der Testsieger unseres Browser-Vergleichs war so ziemlich dieser hier, Brave Browser. In den Kommentaren habe ich erfahren, dass wahnsinnig viele von euch ihn schon länger nutzen und deswegen schauen wir uns heute Brave im Detail an, in einer extra Review. Die Punkte, die ich im Browser-Vergleich zusammengefasst habe, hier mal in Kurzform. Brave basiert auf Chromium, nutzt also dieselbe Engine, um eure Website zu berechnen und darzustellen wie Chrome. Das ist ziemlich angenehm als User, denn Website-Entwickler haben teilweise wirklich Probleme, Websites für unterschiedliche Browser-Engines gleich gut aussehen zu lassen. Chrome ist der Marktführer und demnach wird für den zuerst entwickelt. Da Brave aber auch auf Chromium basiert, könnt ihr alle Add-ons aus dem Chrome Web Store auch für Brave bekommen. Auch wenn man in meiner Erfahrung echt wenige Add-ons braucht für Brave. Brave existiert selbstverständlich sowohl für den Desktop-Rechner als auch für mobile Geräte und in meinen Geschwindigkeitstests war Brave immer entweder der schnellste oder der zweitschnellste Browser im Vergleich. Die einzige Ausnahme grafische Anwendungen auf dem Desktop-Rechner. Die Security-Features kommen direkt von Chrome, sind also auch auf einem sehr hohen Standard. Brave hat satte 56,93 Millionen monatliche aktive Nutzer und das, obwohl der Browser erst 2015 vom Ex-Chef von Mozilla gegründet wurde und im November 2019 erst die erste fertige Version, also keine Beta, auf den Markt gebracht wurde. Im April 2021 wurde Brave der erste Browser, der im Epic Game Store zu finden war. Trotz dessen ist Brave oder genauer Brave Software Inc. eine Firma mit Sitz in Kalifornien. Sie hat unter anderem Geld vom Founders Fund von Peter Thiel und der Foundation Capital bekommen. Im Kern ist auch Brave mit Brave Ads eine Werbefirma. Das komplette Geschäftsmodell hängt eigentlich daran und das trotz integriertem Adblocker. Wenn man versteht, wie eine Werbefirma eigentlich Werbung macht, weiß man auch, ob sie überhaupt Interesse an Tracking haben. Wie das alles genau geht, schauen wir uns jetzt genauer an, denn Brave verspricht ja massive Privacy. Das Konzept ist simpel, Brave blockiert alle Werbung, aber schaltet dafür selbst Werbung. Ein ziemlicher Mittelfinger gegenüber allen anderen genau genommen. Ihr seht keine Werbung auf YouTube, ich, der die Videos hier erstellt, bekommt nichts, aber auch YouTube bekommt nichts dafür. YouTube muss seine Serverkosten bezahlen, ich meinen Lebensunterhalt, meinen Cutter und die Entwicklung der Academy. Deswegen behält Brave aber auch nur 30% der Werbeeinnahmen und den Rest geben sie euch wieder zurück als sogenannte Brave Attention Tokens, kurz BAT. Diese BAT verhalten sich wie Kryptowährungen, dazu aber gleich mehr. Und diese Bats könnt ihr dann verifizierten Content Creatern wie mir wieder spenden. Das ist allerdings das Schlüsselwort, verifiziert, man muss sich dazu anmelden und ja, dann geschieht das alles automatisch. Ihr könnt aber auch bei manchen Creatern oder Websites zum Beispiel den Betrag extra hochstellen. Tatsächlich kann man dabei sogar Geld verdienen. Ich habe im letzten Zyklus mit diesem Kanal hier fast 50 € verdient. Leider ist aber der Zyklus schon über ein Jahr her, denn Deutsche sind aktuell von sowohl Gemini als auch Uphold ausgeschlossen und können sich nicht auszahlen lassen. Und das nun schon seit über einem Jahr, ohne dass man weiß, ob es jemals wieder gehen wird. Es gab auch eine Phase, wo man mit BAT seinem Lieblingscreator spenden konnte, ohne dass der bei Brave registriert war. Dann gingen die Coins einfach ins Nichts und blieben im Zweifel bei Brave als Firma. Das System ist zumindest aktuell für uns Creator nicht das angenehmste, vor allem hier in Deutschland. Denn gerade hierzulande bestehen wahnsinnig viele Unsicherheiten mit Kryptowährungen. Deswegen bin ich beispielsweise dann auf Sponsorings, YouTube Premium oder auch Spenden angewiesen. Danke an der Stelle an meine Patrons. BAT ist aber an sich schon eine Kryptowährung. Sie hat einen eigenen Kurs. Vor einem Jahr beispielsweise war ein Brave noch über 1 € wert. Jetzt sind es etwa 17 Cent. Das kann sich selbstverständlich noch ändern, aber bedeutet natürlich auch, dass sich alles ändern kann, was damit zu tun hat. Brave ist eine Krypto-Software, vermutlich eine der erfolgreichsten überhaupt. Denn das Konzept findet Anklang und das, obwohl Nutzer aktiv zustimmen müssen, dass sie Werbung sehen wollen. Firmen wie Verizon oder Chipotle werben übrigens auch aktiv dort. I love Chipotle. Aber wie?
Wenn ihr einen neuen Tab aufmacht, kommt ein meist hübsches Bild mit einem Link. Gelegentlich bekommt ihr Push-Benachrichtigungen von eurem Browser, die eigentlich Werbung sind, und im Brave Newsfeed taucht gelegentlich Werbung auf. Wie viel? Das könnt ihr selbst bestimmen. Im Durchschnitt sind das aber natürlich deutlich weniger und kein Ausgleich für die nativen Werbeanzeigen hier auf YouTube beispielsweise. Nichtsdestotrotz soll euch Werbung angezeigt werden, die perfekt auf euch abgestimmt ist, so wie das auch Google machen möchte. Und auch bei Brave kommt dazu Machine Learning und ein persönliches Profil zusammen. Das heißt, es wird ausgewertet, ob ihr das gerade lieber mögt als was anderes. Nur eben, dass das komplett lokal auf eurem Rechner bleibt. Alle verfügbaren Informationen über euch, also welche Seiten ihr besucht habt und welche Suchanfragen ihr gestellt habt, die eben für dieses Machine Learning Dingens benutzt werden, werden lokal gespeichert. Also verlassen eure Maschine im besten Fall gar nicht. Darauf basierend wird dann eine KI trainiert. Wenn ihr nun eine Werbeanzeige sehen wollt, bekommt ihr von Brave erstmal alle möglichen Werbeanzeigen geschickt. Davon wird über die KI dann die relevanteste für euch ausgesucht und die seht ihr dann. Es soll dabei keine Information über euch den Rechner verlassen, aber eigentlich muss meiner Meinung nach zumindest übertragen werden, dass ihr auf eine Anzeige geklickt habt, denn der muss ja auch dafür bezahlen. Und damit kann man ja eigentlich schon rausfinden, ob Schwangerschaftstests oder Bartpflegeprodukte bei euch besser zünden. Naja. Kommen wir aber nochmal zum Krypto-Teil. Brave hat einen eigenen Krypto-Wallet. Aktuell nur im Desktop-Browser, bald aber auch für Mobile. Darin lassen sich zig Coins, Tokens, unter anderem auch BAT und auch NFTs aufbewahren, verkaufen, tauschen und man kann dann auch direkt bei Web3-Websites damit bezahlen. Das Besondere ist, dass dazu keine Browser-Erweiterung wie bei anderen Browsern nötig ist. Unter Chrome beispielsweise wird häufig MetaMask verwendet. Das hat aber schon bei einigen Usern zu gehackten Accounts geführt, denn es tummeln sich geradezu eine Vielzahl an Fake-Metamasks oder ähnlichen Add-ons im Chrome Store. Anfangs basiert übrigens Braves Wallet noch genau auf diesem Metamask, aber mittlerweile ist das Ganze unabhängig. Das führt natürlich bei euch dazu, dass ihr weniger Angst haben müsst, ein falsches Add-on herunterzuladen, was euch insgesamt sicherer macht. Eine direkte Integration hat Brave mit der Solana Blockchain. Seit Version 1.39 ist das ziemlich tief drin sogar. Brave schreibt, sie wollen Web3 möglichst leicht zugänglich machen. Web3 bezeichnet ganze Websites, die ihre Daten nicht auf einem zentralen Server lagern, sondern auf einer Blockchain. Das heißt, die Anwendungen und teilweise auch die Daten liegen komplett verteilt und für jeden zugänglich öffentlich rum. Klar, dass man da mit den Daten dann eher sparsam umgeht, aber im Hintergrund läuft meist noch wahnsinnig viel mehr ab. Technologisch ist das Ganze hochinteressant und es gibt wahnsinnig viel dabei zu beachten. Unter anderem Scammer, die euch natürlich nur Kram verkaufen wollen, aber auch Security, denn Smart Contracts sind auch Code und Code kann gehackt werden. Wenn euch das Thema interessiert, während der Erstellung des Videos kam Superteam Germany auf mich zu. Sie baten mich, euch einen kostenlosen Kurs vorzustellen, der genau diese Themen erklärt und den sie in Kollaboration mit der Solana Foundation erstellt haben. Und kostenloses Wissen finde ich geil. Wichtig ist mir aber, dass das hier keine Werbung für Web3, NFTs oder irgendeine Kryptowährung, auch nicht Solana und schon gar nicht für Investments ist. Es geht um einen kostenlosen Kurs, damit ihr euch selbst ein detaillierteres Bild über diese Technologien machen könnt. Darin geht es um diese Themen. Dezentralisierung, wie funktioniert eigentlich Web3, was sind NFTs technologisch gesehen und so weiter und so fort. Die Themen sind technologisch irre spannend und nach dem Kurs seid ihr definitiv in der Lage, was zu programmieren oder habt zumindest ein richtig tiefes Verständnis für diese Themen. Superteam sucht speziell in Deutschland gerade aktiv nach Entwicklern und hat einige coole Veranstaltungen geplant. Superteam Germany ist eine Community von deutschen Blockchain-Developern und jeder ist da willkommen. In deren Discord gibt es unter anderem Tech-Support und Community-Calls über aktuelle technologische Entwicklungen im Web3-Space. Wozu natürlich auch immer Kryptographie als Ganzes fällt. Und Kryptographie ist wohl eines der wichtigsten Themen momentan. Eventuell bin ich sogar mal bei einer Veranstaltung dabei, wenn ihr das wollt. Gratisbildung for the win. Deswegen schaut direkt mit dem Link in der Beschreibung einmal vorbei. Und wenn ihr Lust habt, kann ich auch mal technische Videos dazu machen. Ich warne euch aber, bei mir wird das immer ziemlich kryptografielastig. Und das landet dann natürlich meistens auf dem Tutorials-Kanal. So, jetzt haben wir also gelernt, dass Web3-Anwendungen bei Leuten wie euch und mir ausgeführt werden. Und das ist ziemlich spannend.
Ich persönlich habe aber wenig Lust, euch 3 Terabyte an YouTube-Videos zu schicken, beziehungsweise dass ich die speichern muss bei mir. Und auch dafür hat Brave eine Lösung. Das Interplanetary File System, zu dem ich auch mal ein eigenes Video machen müsste, um es euch auch nur annähernd erklären zu können. Kurz zusammengefasst, IPFS ist ein dezentrales, also verteiltes Peer-to-Peer-Protokoll. Das heißt, die Benutzer sprechen direkt miteinander. Ich kann mit eurem PC sprechen, ihr mit meinem. Und das Ganze wird für die gemeinsame Nutzung und Speicherung von Dateien verwendet. Das heißt, im Umkehrschluss, wir teilen uns die Dateien. Sie liegen bei euch auf eurem PC, sie liegen bei mir auf meinem PC und es ist kein zentraler Server nötig. Wenn ich eine Datei gerade brauche, zum Beispiel wenn ich jetzt ein YouTube-Video gucken möchte und es liegt in IPFS, dann sage ich einfach jemandem, der dieses Video bei sich liegen hat, schick mal rüber. Danach liegt es eben auch bei mir und solange ich Platz habe, kann ich das ja bei mir liegen lassen. Und wenn jemand anders das anfragt, kann ich es dem schicken. Dadurch, dass im Endeffekt ähnlich wie bei Torrents übrigens auch, die Daten dann bei mehreren Leuten liegen, kann so also sogar effizienter auf große Dateien oder Multimedia-Inhalte zugegriffen werden. Und da die Daten verteilt sind über das ganze Netzwerk und nicht auf einem einzigen Server gespeichert werden, läuft das sogar zuverlässiger in vielen Fällen. Das kann dazu beitragen, die Belastung eben von diesen zentralen Servern zu verringern und die Leistung und Zuverlässigkeit des Systems insgesamt zu verbessern. Das ist so der Hintergrund. IPFS hat auch den Vorteil, dass es eben ein dezentrales System ist, wie schon gesagt. Das heißt, es wird nicht von einer einzigen Stelle kontrolliert und ist dementsprechend auch unempfindlicher gegen Zensur. Das macht es extrem nützlich für die Speicherung und Weitergabe von sensiblen oder kontroversen Informationen, was gut ist, wenn man zum Beispiel zu einer unterdrückten Minderheit gehört, was aber sehr schlecht ist, wenn man zum Beispiel Trolle oder Fake News angehen möchte. Ja, ein ganzer Haufen dezentralisiert und Krypto. Und das Ganze kann man natürlich positiv sehen und negativ sehen, das bleibt euch überlassen. Aber wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, denn bei so vielen Nutzern sollten wir uns damit beschäftigen, was das eigentlich alles kann. Okay, bisschen Entspannung. Lasst uns kurz über das Interface reden. Dafür, wie unfassbar vollgepackt mit Features dieser Browser ist, ist er ziemlich clean gehalten. Das allermeiste passiert im Hintergrund und man findet die Optionen überhaupt nur, wenn man danach sucht, beziehungsweise sogar überhaupt von ihnen weiß. Die Bad-Zusammenfassung oder den Reiter Wallet in den Einstellungen ignorieren die meisten einfach durchweg weg. Und nur, wenn man es weiß, dass es das gibt, wird es überhaupt genutzt. Das macht den Browser eigentlich ähnlich übersichtlich wie Chrome. Naja, fast. Actually ist die neue Tab-Seite sogar noch ein bisschen besser als die von Chrome. Nicht nur steht dabei, wie viel Werbung und Tracker blockiert wurden, sondern auch die Uhrzeit, Brave Rewards und vor allem kann man alles anpassen. Von Lieblingsseiten bis zu den Favoriten. Ich weiß echt nicht, warum das eigentlich bei Chrome kein Ding ist, aber alles in allem ist das Ganze relativ minimalistisch und ziemlich nice dabei. Natürlich gibt es Add-ons für alles. Doch was ist das? Okay, kurze Entspannung vorbei. Ich hoffe, ihr seid ready für noch ein großes Thema. Privacy. Im Kampf gegen die ewigen Tracker, die ein persönliches Profil von euch erstellen. Wir hatten uns im Browser-Vergleich schon mal sehr ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Für Tracking ist erstmal das Warum wichtig. Firmen wollen Daten über euch sammeln und vor allem aber auch Nutzungsverhalten, um euch leider nicht nur bessere Dienste anbieten zu können, sondern euch vor allem passende Dienste verkaufen zu können. Die personalisierten Erfahrungen sind zwar für viele nicht mehr wegzudenken, sie sind beispielsweise überhaupt der Grund, warum TikTok erfolgreich ist, werden aber auch genutzt, um ein komplettes Profil über euch anzulegen. Dieses Profil kann man dann verkaufen an beispielsweise Werbetreibende und natürlich können sich das auch je nach Firma die meistbietenden ziemlich detailgenau ansehen. Problematisch ist das vor allem in Regionen, wo Menschen mit bestimmten Profilen verfolgt werden. Aber auch bei uns wurde beispielsweise Wahlwerbung genau so darauf angepasst, dass sie zur Zielgruppe passte. Insgesamt also einfach unangenehm. Und je nachdem auch gefährlich, wenn sehr private Details für jeden mit Geld verfügbar sind. Jetzt müssen wir aber noch verstehen, wie getrackt wird. Und deswegen hier eine Liste mit 5 Dingen, die man auch mit einem Browser überhaupt regeln kann. Die IP-Adresse. Sie ist quasi eure Anschlussidentifikation und liefert ungefähr den Standort. Die Lösung nutzt das Tor-Netzwerk, um die zu verschleiern. Cookies.
Websites können kleine Textdateien, aka Cookies, in eurem Browser oder Gerät speichern, durch die Browsing-Aktivitäten gespeichert werden können von Websites, auch website-übergreifend. Lösung: speichert einfach keine Cookies oder löscht sie. Logins. Wenn ihr euch bei Google einloggt, dann weiß Google natürlich, was ihr tut. Die Lösung ist komplexer, kommen wir nachher dazu. Webbeacons. Das sind die kleinen transparenten Bilder, die auf Websites oder in E-Mails platziert werden können, um zu verfolgen, wann sie aufgerufen oder geöffnet werden, und noch ein paar weitere Fingerprinting-Sachen. Apropos Geräte-Fingerprinting. Dabei werden die einzigartigen Merkmale deines Geräts wie Betriebssystem, Browsertyp und Bildschirmauflösung erfasst, um einen eindeutigen Fingerabdruck zu erstellen, mit dem du dann verfolgt werden kannst. Jetzt ist erstmal Folgendes wichtig. Wenn ihr einen Browser mit Google, aka Chrome, nutzt, dann kennt Google natürlich eure Daten. Bei Edge kennt Microsoft eure Daten. Bei Brave kennt theoretisch Brave eure Daten. Allerdings ist Brave Open Source, sprich jeder kann sich den Quellcode von Brave ansehen, und bisher hat sich niemand darüber beschwert, dass Informationen übertragen würden. Tatsächlich gibt es sogar einige echt gute Features, die helfen können. Tracker und Third-Party-Cookies, die beispielsweise durch Webbeacons eingesetzt werden, werden standardmäßig blockiert, ebenso wie Fingerprinting, und das alles wird zusammengefasst unter Brave Shields. Dabei wird, wie ich finde, ein angenehmer Mittelweg gefahren, der auf den Standard-Settings kaum eine oder sogar gar keine Website kaputt macht, sodass man sie im Endeffekt auch alle nutzen kann, oder zumindest die meisten davon. Man kann aber natürlich die Einstellung auch deutlich aggressiver stellen, dass beispielsweise mehr JavaScript geblockt wird, mehr Cookies geblockt werden und dass das Tracking also insgesamt runtergeht, aber dann ist die Chance sehr hoch, dass ihr manche Websites einfach gar nicht mehr besuchen könnt. Die 5 besten Privacy-Features habe ich euch mal hier zusammengefasst. Ephemeral Storage. Third-Party-Cookies werden blockiert. Da das aber oft wiederum Websites zerstört, ersetzt Brave das Ganze einfach mit einem temporären Cookie, der danach, nach der Benutzung, einfach wieder gelöscht wird. Resource Replacements. Entfernt man manche JavaScripts, dann passiert genau dasselbe. Die Website geht nicht mehr. Auch hier hat Brave eine Reihe von angepassten Skripten, die es dann einfach statt den originalen Tracking-Skripten einbaut. Drittens, zufälliger Browser. Sowohl die Signatur, also welche Version euer Browser hat, als auch die Schnittstelle für Websites kann zur Identifikation führen. Brave randomisiert das Ganze einfach, sodass es für die Website einfach nicht ganz klar ist, welchen Browser ihr habt. Viertens, DAMP. AMP ist ein umstrittenes Feature von Google, wo die Website von Google zwischengespeichert wird und dann von Google ausgespielt wird, obwohl die Website eigentlich zum Beispiel von Spiegel oder Zeit gewesen wäre. Google kann sich also alle Informationen zwischenspeichern, die wir bei dieser Webseite hinterlassen, und sammelt so noch mehr. Brave deampt das Ganze einfach für euch und ihr erhaltet einfach kein AMP mehr. Funktioniert übrigens auch bei dem Yandex-Äquivalent. Click-Tracking-Entfernung. Kennt ihr diese Links, die am Ende ein Fragezeichen S = 09 oder Fragezeichen UTM = E-Mail oder so haben? Diese und noch zig mehr sind Tracking-Parameter, die direkt an die Website übergeben werden. Die entfernt Brave auch für euch. Trotzdem muss man natürlich eins sagen, Brave tut vieles, aber kann nicht alles machen. Ja? Nutzt ihr Windows, Android, iOS oder irgendein anderes Betriebssystem, seid ihr immer auf die ein oder andere Art getrackt, außer natürlich bei Linux. Dennoch ist es eine sehr deutliche Wissenslücke für den Werbetreibenden, und die hat sogar mittlerweile einen Namen: der Privacy Blindspot. Was ich euch empfehlen kann, ist das Aufteilen von Browsern. Ich nutze Chrome zum Beispiel immer für die Arbeit. Da ist aber auch alles öffentlich und mir könnte es nicht egaler sein, wenn Google mein Skript für dieses Video hier lesen kann. Es kommt ja ohnehin auf YouTube. Für private Dinge hingegen finde ich das Ganze ein bisschen unangebracht. Ich will nicht, dass Google über psychische oder körperliche Probleme Bescheid weiß. Und dann nutze ich dann halt einfach einen privateren Browser. Die Daten können dann zwar vielleicht verknüpft werden, aber nicht zu 100% und nicht mit Sicherheit. Und wenn sie nicht zumindest einigermaßen sicher sind, wirft Google so etwas auch schnell wieder weg.
Für die ganz privaten Dinge gibt es aber von Brave noch mehr. Im Brave-Browser gibt es einen Tor-Modus. Das ist ein spezielles Inkognito-Fenster, in dem natürlich nichts gespeichert wird und auch Tracking blockiert wird, wie beim normalen Fenster auch, aber zudem wird jeglicher Inhalt über das Tor-Netzwerk geleitet. Das heißt, auch die IP-Adresse wird massiv, beste Technologie eigentlich, verschleiert und ihr könnt auch Darknet-Websites aufrufen. Tut das nicht. Auch wenn ihr Tor-Seiten aufrufen könnt, ist die Version von Brave nicht dasselbe wie der echte Tor-Browser. Oder sogar das Tor-System Tails. Der Tor-Browser hat eine ganz bestimmte Signatur, wodurch ihr nicht von anderen Tor-Nutzern unterschieden werden könnt. Der Brave-Browser wechselt durch. Das heißt, man weiß eigentlich, es muss Brave sein, wenn es nicht Tor ist. Es gibt noch einige andere Gründe, warum ich den Tor-Modus nicht empfehlen kann. Nutzt, wenn ihr wirklich Tor wollt, einfach den richtigen Tor-Browser. Der ist auch kostenlos und den könnt ihr auch einfach runterladen. Zumindest im Moment ist das die bessere Lösung. Brave hat mittlerweile auch seine eigene Suchmaschine. Was sich zwar einfach anhört, ist ein hochkomplexes Thema, dem ich auch schon mal ein eigenes Video gewidmet habe. In meinem Vergleich hat damals Startpage gewonnen, weswegen ich im Brave-Browser auch Startpage als Suchmaschine ausgewählt habe. Beide Suchmaschinen sind extrem auf Privacy bedacht. Allerdings bietet Startpage Google-Suchergebnisse, während Brave eigene Suchergebnisse liefert. Ich persönlich finde die von Startpage dann einfach besser und da die Privacy dann doch geschützt wird, auch bei Startpage, nutze ich die eben weiter. Details erfahrt ihr im Suchmaschinenvergleich bzw. im Follow-up-Video über Startpage. Auch einen Passwortmanager bietet Brave und ja, ihr solltet definitiv einen Passwortmanager benutzen, auch nach dem, was mit LastPass passiert ist oder sogar erst recht. Und ja, ich habe auch schon einen Passwortmanager-Vergleich gemacht, den ihr definitiv sehen solltet. Dort hat Bitwarden den Vergleich mehr oder weniger gewonnen. Brave und Bitwarden sind beide gut, aber Bitwarden ist halt gleichzeitig auch überall verfügbar. Als Standalone-App, als Extension und als Android-App und so weiter und so fort. Und ich kann das ganze Ding selbst hosten. Das hat Brave alles nicht. Deswegen finde ich Bitwarden einfach weiterhin besser. Brave bietet zudem noch Brave Talk, eine Meeting-Software. Und stellt euch vor, die habe ich noch nicht verglichen. Und ich muss euch da auch noch ein wenig verdrösten, das ist zumindest nicht heute das Thema. In meiner Erfahrung war aber Brave Talk zumindest okay. Wir hatten ein paar Probleme, aber das ist normal mit Meeting-Software und an sich hat das Ganze gut funktioniert. Trotzdem können in der kostenlosen Version nur 4 Leute in das Meeting. Wem das reicht, für den ist das vielleicht eine solide Option, aber es gibt auch, nach meiner Erfahrung zumindest, Besseres als Brave Talk. Deswegen schauen wir uns das, wenn ihr Lust habt, separat an in einem extra Video. Wollt ihr einen Meeting-Vergleich oder vielleicht, doch eher nicht so. Kommen wir zu meinem letzten Punkt, Brave Sync, und davon bin ich wirklich begeistert. Brave Sync ist ein Browser-Syncing, ähnlich wie das beim Google-Account funktioniert oder beim Mozilla-Account. Dort ist es so, ihr loggt euch ein und Google bzw. Mozilla synchronisieren einfach alle Informationen. Also Lesezeichen, Browserverlauf etc. wird zwischen euren Geräten synchronisiert. Das sind natürlich krass sensible Daten, die man nicht alle unbedingt bei einem großen Anbieter wie Google haben will. Synchronisieren heißt aber für gewöhnlich immer das hier. Ich schicke alles an den Betreiber, sprich Google, und hole mir dann wiederum alles von ihm auf einem anderen Gerät. Das heißt, alle Daten liegen bei Google. Brave macht das anders. Bei Brave Sync erstellt ihr eine Synchronisationskette. Fancy Word. Dazu erstellt ihr im Endeffekt in eurem ersten Browser, beispielsweise der am Desktop-Rechner, einen QR-Code. Der wiederum hat einen geheimen Schlüssel in sich. Und den scannt ihr dann mit einem anderen Gerät, zum Beispiel mit eurem Handy, ab, sodass eben dieser Code niemals ins Internet geht, aber trotzdem auf euer Handy übertragen wird. Dieser geheime Code kann dann zum Entschlüsseln von Daten genutzt werden. Euer Desktop-Rechner überträgt die Daten dann verschlüsselt über das Internet an euren mobilen Browser. Dort können sie wieder entschlüsselt werden mit dem Schlüssel aus dem QR-Code und ihr könnt sie nutzen. So können eure Daten nie von jemand anderem gelesen werden, außer er hat natürlich Zugriff auf eure Geräte, was sowieso immer katastrophal ist. Trotzdem können aber so alle Browser immer aktuell bleiben. Das heißt, ihr müsst es nicht jedes Mal machen, sondern einmal einrichten und es wird automatisch synchronisiert. Ihr merkt nicht mal, dass ihr eigentlich keinen Account bei Brave habt, sondern dass es automatisch geht. Und das Ganze heißt für euch keine Komforteinbußen.
Und damit AES 256 und SHA 256 verschlüsselt wird, würde es wahrscheinlich Jahrhunderte dauern, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand, um das Ding zu knacken. Ich mag den Brave-Browser. Es wurde nicht nur an Sperren gedacht, sondern ein guter Kompromiss gefunden, wie der Browser trotzdem fast alle oder alle Websites darstellen kann. Gleichzeitig ist ein wertvolles Augenmerk auf wichtige Ideen wie zum Beispiel Sync gelegt worden. Auch wenn ich Suchmaschine, Passwortmanager und Talk nicht nutze, sind sie nicht schlecht und man kann den Browser durchaus auch mit Standardeinstellungen ziemlich gut nutzen. Brave ist, finde ich, der Browser, den ich auch meiner Mutter installieren kann, um ihre Privacy ein bisschen zu schützen. Und genau das habe ich auch schon getan. Sie hatte leider mit einer wichtigen Seite Probleme, aber ansonsten lief eigentlich alles reibungslos. Trotzdem bietet er auch extrem viele Optionen und Details für Leute, die in irgendeine Tech-Bubble rein wollen, die ich alle nur schwer in ein Video packen kann und die auch für uns hier zu technisch werden können. Ich hoffe, ich habe auch hier die Balance für euch gefunden zwischen den sehr technischen Themen und den doch für eigentlich eine breite Masse wichtigen Themen. Und damit war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.